Ein 60 Kilo schwerer Cane Corso wurde 3-mal zurückgegeben. Jede Familie sagte dasselbe. Er hört nicht. 673 Tage lang wollte ihn niemand. Aber als ein 4-jähriges Mädchen ihm durch das Gitter zuwinkte, entdeckte sie etwas, das 3 Familien, 2 Tierheime und jeder Experte übersehen hatten. Und was er um 2:13 Uhr nachts tat, ist der Grund, warum diese Familie heute noch lebt. Niemand wollte ihn. Ein 60 Kilo schwerer blauer Cane Corso mit einem Schädel wie ein Betonblock und Augen, bei denen gestandene Männer die Straßenseite wechselten. 3 Familien nahmen ihn mit nach Hause. 3 Familien brachten ihn zurück. Jede einzelne sagte dasselbe. Er hört nicht. Er ignoriert jeden Befehl. Er ist nicht trainierbar. Sein Name war Fels und 673 Tage lang saß er in derselben Betonzelle im Tierheim Nürnberg und beobachtete, wie Familien an ihm vorbeigingen, ohne auch nur einmal stehen zu bleiben. Die erste Familie behielt ihn 9 Tage. Sie sagten, er ignorierte Sitz, Bleib und Platz, als würden diese Worte nicht existieren. Die zweite Familie hielt 3 Wochen durch. Sie erzählten dem Tierheim, er sei aufsässig und würde absichtlich jeden Befehl verweigern. Die dritte Familie schaffte nicht mal das Wochenende. Sie gaben ihn an einem Sonntagmorgen ab mit dem Zettel: Mit diesem Hund stimmt etwas nicht. Er ist entweder dumm oder stur. Die Mitarbeiter im Tierheim nannten ihn nur noch die Statue, weil er genau das tat. Er saß da, komplett regungslos, starrte geradeaus, während die Welt sich um ihn drehte. Er bellte nie, wenn Leute vorbeigingen. Er wedelte nie mit dem Schwanz. Er saß einfach da, als hätte er längst akzeptiert, dass niemand mehr zurückkommen würde. Also Leute, was die meisten nicht über Cane Corsos wissen: Diese Hunde wurden in Italien als Wachhunde gezüchtet. Sie gehören zu den loyalsten und intelligentesten Rassen der Welt. Ein gesunder Cane Corso ignoriert keine Befehle aus Sturheit. Wenn also ein 60 Kilo schwerer Corso alles ignoriert, dann sollte die Frage nicht lauten, was stimmt nicht mit ihm, sondern was übersehen wir? Niemand stellte diese Frage. 673 Tage lang nicht. Markus und Sabine Fischer suchten eigentlich keinen Hund. Ihre jüngste Tochter Leni, 4 Jahre alt, fragte jeden Tag seit 7 Monaten nach einem Welpen. Ihre älteren Schwestern Johanna und Marie hatten längst aufgehört zu fragen. Aber Leni hatte eine besondere Art, Leute weich zu klopfen. Mit diesen großen blauen Augen und diesem hartnäckigen Flüstern: Bitte Papa, nur einen kleinen Hund. Sie gingen an einem Samstagnachmittag ins Tierheim Nürnberg. Leni rannte voraus, blieb an jeder Zelle stehen und sprach mit jedem einzelnen Hund, bis sie die letzte Zelle auf der linken Seite erreichte. Fels saß an seinem üblichen Platz, still wie ein Stein. Er schaute nicht auf, als Leni sich näherte. Er bewegte sich nicht, als sie ihre kleinen Hände gegen das Gitter drückte. Aber dann tat Leni etwas, das noch nie jemand getan hatte. Sie rief nicht seinen Namen, sie machte keinen Ton. Sie winkte einfach. Ein kleines, langsames Winken. Finger, die sich öffneten und schlossen. Fels Ohren zuckten, sein massiver Kopf drehte sich und zum ersten Mal seit Monaten stand er auf. Er ging zum Gitter, drückte seine Nase genau dort gegen den Maschendraht, wo Lenis Hand war, und sein Schwanz bewegte sich. Nur einmal, aber er bewegte sich. Die Tierhelferin hinter Leni erstarrte. Das hat er noch nie gemacht, flüsterte sie. Kein einziges Mal in 2 Jahren. Markus kam herüber und runzelte die Stirn. Den da, der ist riesig. Die Helferin zögerte. Er wurde 3-mal zurückgegeben. Jede Familie sagt dasselbe. Er hört nicht. Leni schaute zu ihrem Papa hoch. Vielleicht kann er sie nicht hören, Papa. Die Autofahrt nach Hause war still. Markus war sich nicht sicher, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatten. Aber Leni saß auf dem Rücksitz, ihre Hand auf Fels riesiger Pfote, und er zog sie nicht weg. Die erste Woche bestätigte, was Markus befürchtet hatte. Fels reagierte nicht auf Sitz, er reagierte nicht auf Komm, er reagierte nicht mal auf seinen eigenen Namen, selbst wenn man ihn aus 1 Meter Entfernung rief. Markus rief 2-mal im Tierheim an und fragte, ob er ihn zurückbringen könnte. Aber Leni beobachtete etwas, das sonst niemand bemerkte. Sie klatschte in die Hände und Fels Ohren stellten sich auf. Sie winkte vom anderen Ende des Zimmers und er lief direkt zu ihr. Ich sehe gerade, dass du immer noch nicht abonniert hast. Echt jetzt? Das bricht mir das Herz. Drück jetzt auf den Button. Glaub mir, ihr müsst hören, was als nächstes passiert.
Am 9. Abend stand Leni im Türrahmen, im Schlafanzug. »Mama, ich glaube, Fels kann keine Wörter hören. Er kann nur Gefühle hören.« Sabine starrte sie an. »Was meinst du damit, Schatz?« Leni zuckte mit den Schultern. »Wenn ich mit ihm rede, passiert nichts. Aber wenn ich ihm mit meinen Händen zeige, macht er alles.« Am nächsten Morgen führte Dr. Hoffmann einen BAER-Hörtest durch. Fels war komplett taub, von Geburt an taub. Er hatte in seinem ganzen Leben kein einziges Wort gehört. Jede Familie, die ihn zurückgegeben hatte, jede Person, die ihn dumm, stur und untrainierbar nannte, er hat sie nicht ignoriert. Er konnte sie nicht hören. 673 Tage lang bestraft für eine Behinderung, die niemand überprüft hatte. Sabine weinte in der Tierarztpraxis, aber Leni kniete sich einfach neben Fels, nahm sein riesiges Gesicht in ihre winzigen Hände und nickte, als hätte sie es die ganze Zeit gewusst. Krass, oder? Wenn euch das berührt hat, seid ihr nicht allein. Innerhalb von 2 Wochen entwickelten Leni und Fels ihre eigene Sprache. Ein Klopfen auf den Boden bedeutete »Komm her«. 2-mal klatschen hieß »Essenszeit«. Ein Winken bedeutete »Ich hab dich lieb«. Fels reagierte auf jedes einzelne Zeichen. Perfekt. Der Hund, den 3 Familien untrainierbar nannten, lernte 14 Handzeichen in 3 Wochen von einer 4-Jährigen, die nie ihre Stimme gegen ihn erhob, weil sie das nie musste. Aber der Moment, der alles veränderte, kam an einem eiskalten Dienstagabend im November. 2:13 Uhr nachts. Alle schliefen. Fels lag vor Lenis Tür wie eine 60 Kilo schwere Barrikade. Er stand auf. Er bellte nicht. Er konnte nicht. Er stürmte ins Schlafzimmer von Markus und Sabine und zog die Decke vom Bett. Markus sprang auf. Fels rannte zu Lenis Zimmer. Markus folgte ihm. Und dann hörte er es. Den Rauchmelder. Ein defektes Kabel im Dachboden hatte angefangen zu schmoren. Rauch sickerte durch die Decke. Sie waren in 4 Minuten draußen. Die Feuerwehr sagte, noch 10 Minuten und die Decke hätte einstürzen können. Der Einsatzleiter schaute Fels an. Ihr Hund hat ihrer Tochter das Leben gerettet. Markus' Stimme brach. Er ist taub. Er hat nie ein Wort gehört, das wir gesagt haben. Der Einsatzleiter hielt inne. Wie hat er es dann gewusst? Er musste nicht hören. Er brauchte nur jemanden, der ihm zuhört. Heute ist Leni 5, Fels ist 4. Sie sind unzertrennlich. Die ganze Familie spricht jetzt Fels Sprache. Und die Zelle im Tierheim, in der er 673 Tage in Stille verbrachte, nur noch eine Erinnerung. Denn manchmal sind die, die die Welt als kaputt bezeichnet, genau die, die uns retten. Nicht jeder Held kann den Ruf hören. Manche fühlen ihn einfach. Hättet ihr Fels eine Chance gegeben? Oder wärt ihr an seiner Zelle vorbeigegangen? Schreibt es mir in die Kommentare.